Hallo und herzlich willkommen zum Holzmichel-Kanal. Vor einiger Zeit habe ich in Kleinanzeigen eine alte Ulmia 1610 mit Langloch-Bohrvorrichtung gesehen. Die Maschine war nicht so teuer, aber nachdem ich zum Abholen dort war und die lauten Wälzlager gehört habe, verstand ich das günstige Angebot und habe sie trotzdem gekauft und nach Hause in meine Werkstatt gebracht. Es ist mir beim Kauf mit verliebten Augen gar nicht aufgefallen. Da war kein Spaltkeil dabei. Nein, ohne Spaltkeil betreibe ich keine Tischkreissäge. Das ist viel zu gefährlich für Finger und Hand. Vor allem beim Schneiden von Massivholzbrettern längs der Holzmaserung kann es ohne Spaltkeil zu Verkantungen kommen und das Brett wird von den hinteren Zähnen des Sägeblattes erfasst und zurückgeschleudert. Für so eine alte Maschine gibt es keine Ersatzteile mehr und in Kleinanzeigen findet man so etwas selten. Mit der Flex aus einem alten Sägeblatt einen Spaltkeil basteln? Nein, das wollte ich nicht. Das beste Material für einen Spaltkeil ist Federstahl. Die Spaltkeildicke sollte kleiner als die Breite der Sägeblattzähne sein und größer als die Dicke des Sägeblattgrundkörpers. Also Wasserstrahl schneiden oder lasern lassen. Dazu muss man erstmal eine Zeichnung machen und als 2D, also nur die Kontur, im DXF oder DWG-Format exportieren. Die Laserfirma sagt, was sie braucht. Einen oder zwei Spaltkeile lasern zu lassen erzeugt hohe Stückkosten, denn Auftragsauflegungskosten und Maschinenrüstzeit sind unabhängig von der Stückzahl. Bei 10 Spaltkeilen zu lasern wird der Stückpreis erträglicher. Wenn man wissen will, ob das ausgedachte Design auch passt und nirgends aneckt, dann kann man die Maschinenteile ausmessen, als 3D-Objekt speichern, aneinanderfügen, hin und her schieben und auch nach allen Seiten drehen und ansehen. Trotz dem ganzen 3D-Schnickschnack empfehle ich, die Kontur des Spaltkeils maßstabsgetreu auszudrucken und auf einem Pappkarton bzw. dünnen Sperrholz zu kleben. Mit Ausschneiden bzw. Aussägen bekommst du ein 1:1 Modell und kannst diesmal direkt in der Tischkreissäge in die Halterung setzen und mit verschiedenen großen Sägeblättern testen. Der Abstand der vorderen Kontur des Spaltkeils zum Sägeblatt sollte für kleinere bis mittlere Tischkreissägen zwischen 3 und 5 mm betragen. Für große Formatkreissägen darf man bis zu 8 mm Abstand haben. Das Lasern wurde mit 2,5 mm Federstahlblech beauftragt. Alle Kanten wurden noch entgratet. Die vordere Kante wurde noch mit ca. 15 Grad angefasst, damit der Schnitt gut beim Durchschieben nicht hängen bleibt. In die 2 unteren Löcher kommen Spannhülsen, damit in dem Falle, dass die Spaltkeilklemmung locker wird und der Spaltkeil auf das Sägeblatt fällt und von diesem nach oben gezogen wird, an diesen Spannhülsen gestoppt wird. Sonst träfe es vielleicht noch den Maschinenbediener. Also, Tischkreissägen können auch mit Spaltkeil gefährlich sein. Der Sitz des Spaltkeils sollte immer vor dem Sägen überprüft werden. Es ist gut geworden und die überzähligen Spaltkeile konnte ich anderen Ulmia 1610 Besitzern anbieten.